Nachdem wir den Maestro Quantum im letzten Video aufgestellt und angeschlossen haben, gehen wir in diesem Video alle Schritte durch, die für die Ersteinrichtung nötig sind. Und damit hallo und willkommen zu diesem Sonoro Produkttutorial. Als erstes stelle ich den Hauptschalter in die Position On. Danach kurz warten, bis das Display in die Standby-Anzeige wechselt. Die Uhrzeit wird jetzt noch nicht angezeigt. Mit Druck auf die Standby-Taste unten links beginnt der Einrichtungsassistent. Dieser führt Schritt für Schritt durch die weiteren nötigen Einstellungen. Nach der Wahl der gewünschten Sprache muss ich den Datenschutzbestimmungen zustimmen, die ich mir über den QR-Code oder auf sonoro.com durchlesen kann. Jetzt noch die jeweilige Region einstellen, damit sich beispielsweise die Uhrzeit automatisch einstellt. Anschließend geht es an das Herstellen einer Internetverbindung. Die schnellste und wahrscheinlich auch unkomplizierteste Lösung, die WPS-Taste. Zuerst drücke ich die WPS-Taste auf der Rückseite des Maestro Quantums. Anschließend drücke ich die WPS-Taste auf dem Router, mit dem ich eine Verbindung herstellen möchte. Diese wird automatisch hergestellt. Alternativ kann ich mein WLAN-Passwort direkt über das Menü eingeben. Oder per Kabel eine LAN-Verbindung herstellen. Um Google Chromecast nutzen zu können, habe ich jetzt die Gelegenheit, den separaten Assistenten zu durchlaufen. Ansonsten lässt sich diese Funktion auch später über die Einstellungen aktivieren. Und dann sind wir auch schon fertig. Der Maestro Quantum ist eingerichtet und bereit für beeindruckende Klangerlebnisse. Ich sage Tschüss und bis bald bei einem weiteren Sonoro Produkttutorial.